Leute, hört doch bitte auf mit diesen Neid und Missgunst. Hört doch auf, auch zu quatschen. Immer quatschen, quatschen. Hey Freunde, willkommen back auf meinem Kanal Fragrance Talk wieder hier aus Hamburg. Ja, der einzig wahre, unerreichte Fragrance Talk. Ja, und hier auf diesem Kanal liegt die Betonung auf nice, ihr wisst es, und liegt die Betonung auch auf nice bei diesem Duft, den ich euch heute vorstelle. Ja, ihr habt es natürlich schon im Titel gelesen. Es geht um Justin, seinen neuen Duft. So, Justin muss ich glaube ich nicht mehr vorstellen oder muss ich dir noch mal vorstellen. Es ist ein großer, erfolgreicher, junger YouTuber, der auch Reaction-Videos macht, die ich ab und zu gucke, wenn ich Zeit habe und so weiter und so fort. Ist amüsant, ist cool und der Junge hat es einfach geschafft. Da liegt auch das Problem im Titel im Endeffekt oder ja, in Deutschland, wenn ein Mann oder ein junger Mann vor allen Dingen es geschafft hat, dann ist Neid und Missgunst ganz groß geschrieben, aber dazu kommen wir später. Ja, ich wollte dann diesen Duft auch kaufen. Ich habe es aber verpennt, weil ich wusste gar nicht, dass der gute Justin einen Duft rausbringt. Ja, das gibt es. Ich habe es irgendwie gar nicht mitbekommen. Und ja, es ist ja nicht so einfach, wenn Justin was rausbringt, weil er hat ja auch eine Modelinie, eine eigene, und die ist immer nach einer Viertelstunde ausverkauft. Respekt dafür, Glückwunsch und so weiter und so fort. Und der Duft war nach einer halben Stunde auch ausverkauft. So, und dann habe ich den lieben Kai mal angeschrieben, weil der hat ja ein Reaction oder beziehungsweise ein Video schon zu diesem Duft rausgebracht, ob er mir eine Abfüllung machen kann. Und das hat er natürlich gemacht, und zwar eine ganz große Abfüllung. Und zwar erstmal vielen Dank, Bruder. Er hat mir den Flakon gleich mal geschickt, damit ich ihn auch gleich mit dem Flakon vorstellen kann. Das ist sehr nice. Also Bruder, liebe Grüße gehen nochmal raus. Sehr, sehr nice. Dann kann ich nämlich gleich auch was zu diesem Flakon sagen. Ja, und zu Kai seiner Reaction. Ich finde, er hat den sehr gut beschrieben. So wie er ihm ist. Real. Hier ist es auch alles real, und ich werde natürlich auch euch alles sagen, was Minus- und was Pluspunkte betrifft und so weiter und so fort, weil so sollte das auch sein. Es ist nämlich besser, wenn man auch die ehrliche Meinung sagt und nicht irgendwie was runterredet, um gut dazustehen oder wie auch immer, gleich vorweg. Und dieses Video ist nicht gekauft und auch nicht bezahlt von Justin, gleich auch vorweg. Ne? Es geht mir grundsätzlich um die Geschichte dahinter von anderen Leuten, aber da kommen wir gleich zu. So, Odeon von Justin, sein neuer Duft, Eau de Parfum. Ja, also, die OVP, fangen wir mal damit an, ist sehr nice. So, ich bin Tom Ford Fan, das wisst ihr. Also es war mal ganz lange meine Nummer 1 Brand, jetzt nicht mehr, dies ist jetzt Search Of, aber es ist schon sehr trotzdem oder immer noch sehr nice. Leider gibt es da einen kleinen Minuspunkt, weil Justin kreiert ja nun mal seine Dinger selber, alles und so weiter und so fort. Das, was er macht, macht er eben richtig, macht er gut. Warum denn, gleich vorweg Justin, warum denn so ähnlich wie Tom Ford? Was heißt ähnlich, sondern wirklich fast direkt wie Tom Ford. Die Schrift ist direkt, ich glaube 100%ig Tom Ford und alles Ähnliche auch. Und wenn wir das aufmachen, ist doch alles sehr, sehr Tom Ford-lastig. Es ist geil, sagt keiner was, aber tja, Justin, das hätte ich ein bisschen anders gemacht. Schade. Ich finde das, ich meine, dir fällt ja einiges ein. Ja, ich weiß, du bist auch, glaube ich, Tom Ford-Fan, hast einige Sachen. Dein Lieblingsduft ist zwar Baccarat Rouge, der kommt jetzt nicht von Tom Ford, aber dazu kommen wir übrigens auch gleich. Aber ja gut, hätte man vielleicht eine eigene Idee haben können, aber trotzdem ist natürlich nice, weil ich mache diese OVPs von Tom Ford. Ja, dann nehmen wir mal den Flakon raus. Der sieht jetzt nicht ähnlich aus wie Tom Ford, vielleicht ein bisschen. Der Deckel hätte ein bisschen fester drauf sein können. Gut, man schüttelt das ja nicht so, aber ja, ein bisschen fester hätte drauf sein können. Der Sprüher ist allerdings gut. Ja. Ja, und dann kommen wir gleich auch zum Duft eigentlich. Ja. Fakt ist, der Duft hat Safran in der Kopfnote. Ja, ihr habt es gehört, Safran. So, aber ja, er riecht nicht unbedingt wie Baccarat Rouge. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt oder auch zu der Überschrift, was mich langsam ankotzt. Ich habe sehr viel auf Parfumo gelesen. So, und da sind 58 Daumen nach oben, dass das der Duftzwilling ist von Baccarat Rouge. 58. Ob das jetzt das Eau de Parfum ist, ich glaube, das hat 38 und das Extrait de Parfum 58 Daumen nach oben. So. Ich frage mich langsam, was das soll und was die Leute denn riechen da. Baccarat Rouge.
Warum? Nur weil er Safran in der Kopfnote hat? Der Chef von Parfumo hat ja irgendwie vor ein paar Wochen oben so einen Link drin gehabt, dass man die Düfte nach diesem Duft bewerten soll und nicht nach den Leuten, die dahinter stehen. Aber die Leute bewerten das, aber nur bei den Männern-Düften ist mir das aufgefallen. Und auch nicht nur bei Parfumo, ich will jetzt nicht nur auf Parfumo rumhacken, sondern auch das, was ich gelesen habe. Der Duft ist schlecht, dies und jenes, Baccarat Rouge. Nochmal, dieses Video ist nicht gekauft, ich habe von Justin kein Geld bekommen und so weiter und so fort. Ich kenne Justin noch nicht mal persönlich, nur nebenbei. Aber der Duft riecht nicht wirklich nach Baccarat Rouge. Vielleicht sind das 5-8% oder man hat einfach das im Kopf, weil das ist Justin sein Lieblingsduft, Baccarat Rouge, und dann nur weil Safran dran ist und er auch ein bisschen süßlicher ist, denkt man, oh ja, das ist auf jeden Fall Baccarat Rouge. Ich sage euch gleich vorweg, dass mindestens die Hälfte diesen Duft noch nicht mal gerochen haben und trotzdem bewertet haben. Und das finde ich schlimm. Es ist scheißegal, wer das rausgebracht hat. Aber das steht mir bis hier, das nervt mich langsam. Das geht ja bei vielen Düften so. Vor allen Dingen, wenn es irgendwelche YouTuber sind und so weiter. Dann wird ja sofort gleich schlecht bewertet. Warum? Warum? Leute, der riecht nicht annähernd wie Baccarat Rouge. Was riecht ihr da? Das ist, wie gesagt, nur die Safrannote in der Kopfnote. Warum muss man denn gleich sagen, dass er nach Baccarat Rouge riecht? Vor allen Dingen, wenn Leute, die den Duft sich nicht leisten können, die den sparen da drauf. Er ist zwar jetzt ausverkauft, aber man bekommt ihn dann eventuell bei eBay oder bei Parfumo eben, die den einfach blind kaufen. Und jeder sagt, er riecht nach Baccarat Rouge. Denn Baccarat Rouge ist ja teurer, ne? Darf man nicht vergessen. Dann kauft den jemand und dann riecht der gar nicht so. Warum wird immer dieses Gesappel dahinter? Oder auch gleich, der Duft ist schlecht, weil irgendein YouTuber das gemacht hat. Und vor allen Dingen auch ein YouTuber, der 23 oder 25, weiß jetzt nicht, sorry, wie alt Justin genau ist, aber Mitte der 20er, der eben, denen es finanziell sehr gut geht und so weiter. Er zeigt seine dicken Ketten, seine dicken Uhren und so weiter. Das kommt natürlich gleich dieses Neid und Missgunst in Deutschland. Das ist ja hier gang und gäbe. Wer zum Beispiel mal in den USA gelebt hat eine Weile, so. In USA zum Beispiel, wenn man in den USA eine ganze Weile ist, merkt man allerdings schon, wenn man Urlaub macht. Aber wenn man mal in den USA gelebt hat, dann weiß man, in diesem Land, natürlich ist jedes Land anders, aber da gibt es sowas nicht. Da könnt ihr beim Basketball, wenn ihr NBA-Spiel guckt, ne, diejenigen, die schon mal da waren, ich weiß nicht, wie viele das sind, wird wahrscheinlich nicht so viele sein, aber die mal ein NBA-Spiel in den USA gesehen haben. So, dann in den Timeouts. Dann kommt so eine entweder Kiss-Kamera, da sollen sich die Leute küssen, oder eine Kamera, die zeigen sie ihre Bling-Bling-Sachen. So, dicke Uhren, die mit Diamanten bestückt sind und so weiter. Das ist gang und gäbe da, weil wenn man es geschafft hat, dann sagt man, ey cool, der Junge hat es geschafft. Hier heißt es, was ist denn das für ein Spinner? Ich kenne so eine Leute, ich habe so eine Leute kennengelernt, die sind nur an Sappeln. Hört doch auf zu sappeln. Das ist doch Bullshit, ist das. Ich finde das fürchterlich. Warum dieser Neid und Missgunst, wenn es einer geschafft hat? Oh ja, weil ich habe nicht so viel Geld. So, und deswegen auch immer diese Frage, manchmal, was trage ich für eine Uhr und so weiter. Ich muss das nicht immer sagen und manchmal habe ich auch keinen Bock darüber zu sagen, weil dann kommt immer so ein Gesülz oder irgendwas. Das reicht ja schon, wenn wenn ich in Urlaub fahre mit meiner Familie und sage, wir fahren in unsere Wohnung nach Sylt. So, jeder weiß, was eine Wohnung auf Sylt kostet zum Beispiel. Ich habe schon überlegt, sage ich das überhaupt? Weil ich bin ja dann nun mal auf Sylt und unterwegs. Da muss man ja vorsichtig sein, weil dann heißt es wieder, dann kommt auch wieder Neid und Missgunst. Warum ist das immer so? So, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber mir geht es einfach darum, der Duft wird, oder was ich damit meine, oder worauf ich hinaus will, dieser Duft wird einfach schlecht gemacht, weil es ein YouTuber ist, der Geld hat, der wahrscheinlich Millionär ist und so weiter und so fort, der ein Rolls-Royce fährt und noch nicht mal 25 ist, und da wird dieser Duft natürlich schlecht gemacht. So, Leute. Und dann kommt es auch noch dazu, dass auch noch gelogen wird, dieser Duft ist Baccarat Rouge Zwilling. Das ist kein Baccarat Rouge Zwilling. So. Ich sag euch, was das für ein Zwilling ist. Hier, da ist er. Rogers Man. Diese Art Kaffeeduft. Hier ist natürlich Kaffee richtig drin. Das ist bei Justin sein Duft nicht. So, das sind für mich Zwillinge. Das ist aber was ganz anderes, oder? Oder sieht das hier aus wie Baccarat Rouge? Ja, es sieht aus wie ein Dildo. Aber es ist nicht Baccarat Rouge. So, wie gesagt, 5%, 8% am Anfang habt ihr die Gedanken oder so ein bisschen von Baccarat Rouge und dann kommt dieser Duft. So, nur ohne Kaffee. Blumig, süß und man hat
so eine Art Kaffee-Background, die man wahrnimmt, aber wie gesagt, in Justin sein Duft ist kein Kaffee drin, sondern Eichenmoos, Oud, Sandelholz und so weiter, Vanille. Ja, schön blumig, süß ist Justin sein Duft. So wie der, nur dass der nicht blumig ist, sondern ja, hier ist eben allgemein synthetisch, aber gar nicht synthetisch, aber normal süß. Und ja, so sieht das aus. Den stelle ich mal hier hin. So, das ist der Duft. Hat nichts mit Baccarat Rouge zu tun. So, den hat nicht mal einer auf dem Schirm, zum Beispiel bei Parfumo. Nicht einer. Riecht diesen Duft mal. Gut, das ist jetzt die Vintage-Version, darf man auch nicht vergessen. Und das finde ich so nice, weil, jetzt kommen wir zur Haltbarkeit, wo auch Leute sagen, natürlich, jetzt nochmal, jede Haut ist anders. Klar. Aber dieser Duft hat auf meiner Haut 10 Stunden gehalten. 10 Stunden. So. Die Silage, die Ausstrahlung ist leider nicht so gut. So, man muss schon real bleiben. Das ist ja das, was hier auf diesem Kanal auf jeden Fall Fakt ist zu 100%. Und auch übrigens auf Kai, sein Kanal. Kai sagt ja auch gerne mal seine Meinung, was ja auch dann wieder angeprangert wird. Es wird immer angeprangert. Wenn man aber irgendein Bullshit labert, wird es auch angeprangert. Also, verstehe ich immer nicht. Fakt ist auf jeden Fall, die Silage ist nicht so gut. Der wird schnell hautnah. Trotzdem ist er über 7, 8 Stunden, ich habe ihn auch noch nach 7, 8 Stunden gerochen ab und zu, der kam also vorbei. Natürlich hätte er stärker sein müssen können. So, der kostet 100 €. Da erwarten viele seiner Fans, dass der eben auch gut ausstrahlt, dass man einen wahrnimmt. Die Haltbarkeit, wie gesagt, bei mir ist 10 Stunden gewesen auf der Haut. 10 Stunden. So, und da kann man nicht meckern, oder? Also ganz ehrlich. Und das finde ich eben so gut, weil dieser Duft, das ist jetzt die Vintage-Version, die hält auch 8, 9, 10 Stunden. Die neue, wer davon Fan ist, das sieht man auch, dass es dann nicht mehr gelblich ist. Die neue Version ist wieder gesagt durchsichtig. Ne? Man muss, die Düfte müssen reformuliert werden, weil in der EU manche Sachen eben nicht rein dürfen mehr und so weiter und so fort. Es geht gar nicht um diese krebserregenden Stoffe. In vielen Düften ist heutzutage sind immer noch krebserregende Stoffe drin. Also, ne, aber gleich vorweg, nur wenn ihr habt keine Angst, nur wenn ihr euch ganz komplett vollballert, 1000 Sprüher nehmt und am Tag das mehrmals macht. Fakt ist, dass der neue Duft eben nicht so stark ist. Und wer den hier hat, zum Beispiel, der hat dann eine gute Vintage-Variante von diesem Duft. Nur, dass die Ausstrahlung eben nicht so gut ist. So, und das ist alles. Ein bisschen, sag ich mal, was ich so auch rausrieche oder gehört habe, auch was ein bisschen stimmt, ist auch, dass er ein bisschen nach Reflection Man riecht. Ja, aber auch wirklich nur im Endeffekt genauso wie der Baccarat Rouge irgendwie nur ein bisschen Prozent, da 8% und dann war es das. Der Rest ist wirklich Rogers Man und ja, ein bisschen eigenständig noch, weil eben kein Kaffee drin ist, so wie da, ne? Oder Cappuccino, wie auch immer. Und das ist der Unterschied. Im Endeffekt gibt es sonst keinen Unterschied. In der Luft oder auf der Haut riecht er sehr ähnlich diesen Duft. So, und das hat weder noch mit Baccarat Rouge oder irgendwas anderes zu tun. Also Leute, bleibt doch mal echt real und ernst und sagt doch mal so und so ist das. Ihr mögt, selbst wenn ihr den Duft nicht mögt, ich habe den sogar welche, glaube ich, mit 0 bewertet. Ich habe ja schon mal gesagt, daran merkt man auch Neid und Missgunst, weil 0 in Bewertung mit 0, dann müsste der nach Hundescheiße riechen. Dann kann man den mit 0 bewerten. So, ganz einfach. Aber es ist Quatsch, ne? So. Ja. Meine Frau mag ihn. Meine Frau mag den eben lieber, was sie hier nicht so gern macht. Sie macht zwar Kaffee, aber sie macht das nicht so in diesem Duft. Das macht sie hier lieber. Ich finde ihn auch gut, sagen wir mal so. Ich würde ihn auch behalten. Ja, werde ich wahrscheinlich auch machen. Kai hat gesagt, ich soll mir das überlegen und dann machen wir das nochmal so klar und so weiter und so fort. Ja, und warum auch nicht? Man kann ihn ab und zu mal benutzen. Vor allen Dingen erst für mich persönlich ist es ein Duft für drinne. Wenn man zu Besuch ist oder auch mal abends sitzen möchte, ist dieser Duft wirklich gut. Draußen kann man ihn auch benutzen, also er eckt nicht an. Vor allen Dingen, er kommt wirklich bei Frauen gut an, das ist ja auch die Hauptsache und so weiter und so fort. Und ja, eigentlich wollte ich jetzt euch sagen, könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr den Duft kauft. Leider gibt es ihn ja nicht mehr. Ausverkauft. Aber wenn ihr den noch haben wollt und irgendwo guckt, eBay und Co., dann überlegt euch das. Und wie gesagt, er riecht, es ist nicht wirklich ein Baccarat Rouge
Dupe, Zwilling, wie auch immer. So. Und das zum Baccarat Rouge Eau de Parfum schon mal erst recht nicht. So. Ich habe ja schon mal gesagt, Baccarat Rouge Eau de Parfum, dieses Zahnarztpraxis, Gummi und so weiter. Also ihr kennt ja die Geschichte, wenn ich euch sage, ihr kommt von einer Zahnarztpraxis, geht über die Kirmes oder über den Jahrmarkt, findet die Dame hinter einem Mandelstand geil und wollt sie vernaschen mit einem Kondom und so weiter und so fort. So riecht Baccarat Rouge Eau de Parfum. So. Und so riecht der definitiv nicht. So. Übrigens ist das kein Angriff auf Justin seinen Duft. Ne? Ich will nur damit sagen, er riecht einfach nicht so. Ich wiederhole das hier 100-mal, weil anscheinend begreifen das Leute nicht, sondern wollen einfach sagen, ja, das ist Justin sein Duft, der hat ja schon genug Geld, der Duft ist kacke, riecht so und so wie Baccarat Rouge. So, Punkt. Genau das ist das. Ist aber nicht so. Weit gefehlt. So, er geht eher in das extrakte Parfüm von Baccarat Rouge, klar, aber nicht direkt, wie gesagt. Da hinten steht er, in die Richtung geht er, nur blumig und ohne Kaffee. So Leute, das war's. Real Talk vom Dog mal wieder. Habe ich lange nicht gemacht. Vielleicht sollte ich mal wieder die Serie einführen. Ich habe ja mal Einzelvideos gemacht, Real Talk oder Dog Talk hieß das. Vielleicht sollte ich das mal wieder machen. Manchmal muss man mal über alles sprechen. Das sind so Sachen, die mich einfach ein bisschen stören. Ich finde das schade, dadurch wird ein Duft kaputt gemacht, weil einige Menschen die Person dahinter nicht mögen oder denen das nicht gönnen. In diesem Land ist es ja meistens Missgunst und so, dass man die Leute das nicht gönnt, dass sie Geld haben. Gar nicht, dass man Dinge nicht mag. Hauptsache, er darf nicht mehr Geld als ich verdienen. So. Das ist wie mit den Nachbarn. Ne? Wenn man ein Haus hat, mein Gott, der Nachbar hat sich ein neues Auto gekauft. Shit, da muss ich mal zur Bank Kredit aufnehmen, ich brauche ein besseres. Der fährt ein RS4, da muss ich ein RS6 haben. Genau das ist das. Fürchterlich. Stört mich, nervt mich. Ne? Alles schon 1000-mal erlebt und das ist immer wieder amüsant, wenn man erfolgreich wird, wenn es einem besser geht. Wie soll ich das sagen? Contra K hat es in einem neuen Video oder in einem neuen Song von ihnen gesagt, alle wollen einen Hustler, aber hat der Hustler es geschafft, verbrennt man ihn. Auch absolut richtig. Wenn man unten ist und nach oben sich arbeitet, ist das super. Wenn man oben ist, heißt es, nee, warum ist er da oben? Ich bin auch nicht da oben, er muss wieder runter. Ich hoffe, ich möchte auch gar nicht hoffen, es wird sich so nie ändern hier und ihr merkt, das sind so Sachen, guck mal, ich hatte ganz früher auch nichts. So, und deswegen, ich möchte da jetzt gar nicht weiter rumblahen, aber ganz ehrlich, das sind so Sachen, die mich nerven und ich mache einfach dieses Fake dahinter nicht, weil man irgendwas behauptet, was nicht so ist. So, und für mich ist das wichtig. Der Duft ist gut, dass Leute den vielleicht scheiße finden oder nicht gut finden, das ist in Ordnung, das ist auch legitim. Aber nicht so sagen, der ist scheiße, weil Justin dahinter steht, oder scheiße und dann noch behaupten, er riecht nach einem Duft, der gar nicht so riecht, wie der Duft, den sie behaupten. So, ich wiederhole mich und dann haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Fragrance Dog.